Von der Quelle bis zur Mündung. Der Aradweg im goldenen Oktober. Eine Reise voller Emotionen und unglaublicher Eindrücke. 2 Tage liegen hinter mir, die ich so schnell nicht vergessen werde. Was erwartet mich am 3. Tag? Kann ich den Radweg überhaupt bis zum Ende fahren? Insgesamt sind es rund 90 Kilometer, die ich mir von Blankenheim bis Sinzig vorgenommen habe. Seit Tag 2 ist klar, der Radweg ist in weiten Teilen zerstört. So auch am Start meiner Tour an Tag 3. Es ist der 3. und letzte Tag meiner Radtour an der Ahr. Startpunkt ist der Tunnel bei Altena oder besser gesagt das, was die Flut noch übrig gelassen hat. Noch nie zuvor habe ich eine solche Zerstörung durch eine Naturgewalt gesehen. Mein erster Mitfahrer am frühen Morgen ist Christian Lindner vom Tourismusverband Ahrweiler. Bei leichtem Nebel und frischen 2 Grad müssen wir über Schotterstraßen fahren, denn der Ahrradweg, den gibt es hier nicht mehr. Herr Lindner, wie sehr blutet Ihr Touristenherz, wenn Sie das hier sehen? Ganz stark. Das ist einfach nur traurig. Ich muss gestehen, ich bin das erste Mal hier Richtung Altena unterwegs und es ist erschreckend, es ist traurig. Es ist nicht nur Touristenherz, es ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Wir fahren jetzt hier mitten durch die Weinberge. Es ist eine Weinregion, Herr Lindner. Wie wichtig ist der Tourismus für diese Region? Elementar. Wir leben vom Tourismus, das im Zuge mit den Winzern, mit den Weinen. Dafür steht die Region, dafür ist die Region bekannt und dafür kommen die Menschen hier hin. Froh sind wir, und wenn wir die Weinberge sehen, dass eben hier unten viel zerstört ist, aber da oben eben nicht, Gott sei Dank. Es ist ein skurriles Bild. Entlang der Ahr hat die Flutwelle eine breite Schneise der Zerstörung hinterlassen. Doch nur ein paar Meter weiter höher zeigt sich die ganze Schönheit des Tals. Die Weinberge, sie sind so etwas wie die Lebensader, der Motor, der alles antreibt. Doch bei all den Zerstörungen frage ich mich, bin ich hier als Tourist überhaupt willkommen? Ja, sagt Christian Lindner und stellt außerdem noch klar: Wir brauchen natürlich den normalen Tourismus. Wir haben immer noch 20-30% der Restaurants, der Pensionen etc. sind eben auch nicht betroffen. Und die müssen auch jetzt. Und die müssen auch überleben. Also es bringt uns ja nichts, wenn wir sagen, wir lassen keinen mehr rein. Und dadurch sterben dann 20-30%, die eigentlich noch da sind. Und das müssen wir verhindern. Deswegen müssen wir versuchen, die Touristen anzusprechen und zu lenken und zu leiten. Und das ist übrigens möglich über www.ahrtal.de. Dort ist aufgelistet, wer ist da, wer bietet was an und wo sind die Standorte. Wir sind in Maischoss angekommen. Ich verabschiede Christian Lindner bei schönstem Wetter und herrlichem Blick auf die Weinberge. Ein paar Meter weiter wartet schon mein nächster Gesprächspartner. Im Weinkeller der ältesten Winzergenossenschaft der Welt treffe ich Peter Kriechel, Winzer und Vorsitzender des Ahrwein e.V. Wie schwer hat die Katastrophe die Winzer getroffen? Enorm, also volle Breitseite. Ne? Also wir haben in jeglicher Art und Weise sind wir betroffen. Gebäude zerstört, das ist immer so was Greifbare, Wein zerstört. Da rechnen wir allein beim Wein um die 50 Millionen Schaden, was so an Wein verloren gegangen ist. Nicht zu vergessen Rebflächen. Ne? Ich glaube, da hast du vielleicht schon ein paar gesehen jetzt und wir werden es gleich noch ein bisschen sehen. Ne? Also 10% der Rebflächen platt weg, ne? Und das für die nächsten 4-5 Jahre. Trotz der enormen Schäden wollen alle Winzer laut eigener Umfrage weitermachen, sagt mir Kriechel. Aufgeben sei auch hier keine Option. Nichts mehr. Da, wo das Flutlicht ist, war mal der Sportplatz? Ja. Also auf der Insel drauf, ne? Ja. Private Organisationen wie beispielsweise das Helfer-Shuttle haben entscheidend dafür gesorgt, dass die Aufräumarbeiten schnell und effektiv organisiert wurden. Das war mal Straße. Ja, war mal Straße hier, komplett alles geteert. Mal guck dir das mal an, du. Ja, alles zerstört hier vorne rüber, ne? Wir fahren aus Maischoss raus, ein Ort, den die Flut ebenfalls mit voller Wucht getroffen hat. Bis Walporzheim haben wir sicher noch ganz viel zu erzählen. Das ganze Ausmaß der Flutkatastrophe wird gleich an einer Stelle besonders deutlich. Für mich
fast schon symbolisch für die gesamte Region. Na Peter, hier müssen wir mal halten. Ja, ja. Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Ganz verrückt, ne? Und so was musst du eigentlich mal als Mahnmal stehen lassen, ne? Peter, das ist für mich der Ausdruck, das Sinnbild für die Fassungslosigkeit. Da liegt ein Stück Eisenbahnbrücke wie ein Spielzeug am Ufer abgelegt. Ich habe es schon so oft gesehen, ich fasse es einfach nicht. Absolut verrückte Nummer, ja, ist so. Ne? Und das zieht sich ja die komplette A lang, ne? Dass das da ist. Ne? Ich sag mal so, als Einheimischer gewöhnst du dich so langsam dran, ne? Mit der Situation irgendwo klarzukommen. Ne? Aber das ist schon ziemlich heftig, ja. Ich glaube, auch wenn du oben bist und guckst von oben runter, ne? Dann sieht das wirklich noch ja, irgendwo ganz okay aus. Ne? Aber das, gerade wenn wir hier unten stehen oder mit dem Fahrrad, ne? Das ist schon absolute blanke Verwüstung. Ne? Kann in der Krise auch tatsächlich eine Chance stecken? Also dass man sagt, jetzt in dem Wiederaufbau können wir Dinge angehen, die man vielleicht vorher nicht angegangen wäre? Ja, du kannst definitiv alles mal anders neu denken, ganz egal wo angefangen, ne? Sei es beim Tourismus etc. drum und dran. Wie mache ich die Bahn? Hier, es liegt alles in Schutt und Asche vielmehr. Ne? Also bedeutet, man kann hier wirklich ganz, ganz neu denken, nicht nur Infrastruktur, sondern alles andere. Ne? Wenn man den Mut dazu hat. Definitiv. Ne? Ich glaube aber, den haben wir hier. Die Menschen ja, ich hoffe auch die das zu verantworten haben, dass der Wiederaufbau genauso, wie du es jetzt beschreibst, auch in Gang kommt. Ja, definitiv. Wir fahren weiter. Es ist ein unwirkliches Bild. Um uns herum Zerstörung, doch sobald der Blick in die Weinberge schweift, sehen wir bei schönstem Herbstwetter eine wunderschöne Landschaft. Kann ein Widerspruch krasser sein? Wir fahren durch Rech, vorbei an der Nepomuk-Brücke und weiter Richtung Dernau. Hat Peter eigentlich noch genug Kondition? Kannst du noch? Ich kann noch, aber hallo. Ja? Ja, komm mal mit. Jetzt haut er hier in den Pindo. Wir kommen nach Dernau rein und müssen an einer Stelle kurz anhalten und beide schmunzeln. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Helfer ins Ahrtal. Ich find's großartig. Die Fahrt geht weiter bis nach Waldbotzheim. Es bleibt dabei, vor allem für Radtouristen nicht zu empfehlen. Dass man hier überhaupt fahren kann, ist vor allem dem Einsatz von vielen freiwilligen Helfern zu verdanken, die seit Wochen und Monaten selbstlos und selbstorganisiert hier Hilfe leisten. Was sind das für Menschen, die aus ganz Deutschland zum Helfen ins Ahrtal kommen? In Waldpotzheim werde ich gleich 3 Männer treffen, die im Ahrtal sowas wie Berühmtheiten geworden sind, weil sie seit Beginn der Katastrophe im Einsatz sind. Markus Wipper führt, Willi Hartmann und Tobi Schott. Ihre Arbeit und Filme posten sie auf den eigenen sozialen Kanälen. Damit erreichen sie, dass die Not der Menschen im Flutgebiet nicht in Vergessenheit gerät, stellen aber außerdem noch was ganz Wichtiges fest. Ja, dieses Wir-Gefühl, oder ich habe auch mal von dem Virus gesprochen, das ist Wahnsinn, das Netzwerk, was entsteht, die Gefühle, die da auch immer mit dabei sind. Ne? Das ist ja auch eine Achterbahn der Gefühle, muss man ja wirklich sagen, für alle. Aber die positiven Gefühle, die man hier mitnimmt und dieser ganze Aufbau, ich glaube, der war auch wichtig für die Menschen. Wie du schon sagst, ne? Die Hilfen kommen über ganz Deutschland, teilweise auch auf meinem Kanal, über ganz Europa. Und jeder bietet seine Hilfe an, was ich vor Corona so nicht kannte. Steckt eine gesellschaftliche Chance drin. Wahnsinn, ja. Ja. Es gibt auch Menschen, die kommen hierher und sagen, wir finden hier wieder einen Sinn des eigenen Lebens. Das sind harte Worte. Das ist irre. Gestern stand eine Frau weinend vor mir oben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ne? Und die hat gesagt, wir hätten sie gerettet im Prinzip. Ne? Sie hatte Depressionen und sie hat die Filme geschaut und dieses Positive, das hätte sie wieder ins Leben zurückgebracht. Ne? Da können wir einschlagen, würde ich sagen. So Gott will. Machen wir. Machen wir das. Auf nächstes Jahr. Ja, Nächstes versprochen. Ja. So, und du bekommst jetzt auch noch was mit. Du brauchst Vitamine. Und hier sind jetzt die Vitamine aus Lindau, vom Bodensee. Ja. Wie geil ist das Ich denn? letzte Nacht geschnitzt, ich konnte nicht schlafen, weißt du. Also, Der Willi kann alles, Leute. weiterfahren. Der kann sogar in den Apfel reinschnitzen. ja, also, dann gute Weiterfahrt.
3 Männer, die, wie so viele hier im Ahrtal, seit Monaten Unglaubliches leisten und den Menschen damit Hoffnung und eine Perspektive geben. Von Walporzheim geht es weiter nach Ahrweiler. Der Stadtkern liegt unmittelbar an der Ahr. Gemeinsam mit Horst Gies, dem ersten Beigeordneten im Landkreis Ahrweiler, gehe ich durch die zerstörte Fußgängerzone. Selbst an einem Sonntag wird hier wie selbstverständlich gearbeitet. Im Stadtzentrum, direkt an der Kirche, finden wir beide dann einen schönen Platz. Es ist der Politik nicht verborgen geblieben, erzählt mir Horst Gies, dass es gerade die Hilfe von tausenden freiwilligen Helferinnen und Helfern war, die in der ersten Phase den Wiederaufbau im Ahrtal vorangebracht haben. Das sind nämlich diejenigen, die uns von Anfang an Hoffnung und Unterstützung gegeben haben. Und da will ich auch ein Dankeschön gerade an diejenigen sagen, die von Anfang an dabei waren, ab dem ersten Tag uns geholfen haben. Ja, das waren die Landwirte, die Galabaubetriebe, das waren die, die mit ihren Maschinen, mit den Baggern angerückt sind, die uns die Straßen freigeräumt haben. Was meinen Sie, wie es hier auf dem Marktplatz aussah? Das war ja unglaublich für uns und von daher kann ich nur ein ganz großes Dankeschön sagen. Und es läuft ja immer noch über das Helfer-Shuttle, kommen immer noch Tausende von Leuten ins Tal. Großartige Solidarität. Das ist ein Wahnsinn. Und ich darf das vielleicht mal wiederholen, was mir jemand in Marienthal gesagt hat. Sagt der Gies, ich habe den Glauben an die Menschheit wiedergewonnen. Und vor allem an die jungen Menschen, ja, die sich für nichts zu schade sind, die mit anpacken. Der sagte mir, ich dachte, die können nur Handys bedienen und Feste feiern. Sagt, nein, die stehen hier, die scheppen mit wirklich den Matsch aus den Kellern. Das ist so großartig. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Und das ist das, was uns weiter vorantreibt. Neben vielen Aktionen, die sind genauso unvorstellbar und unfassbar wie die Katastrophe selbst. Eine Katastrophe, die immer noch nach so vielen Monaten sprach- und fassungslos macht. Ich fahre weiter. Der Bundespräsident ist da. Frank-Walter Steinmeier besucht das Flutgebiet. Auch das brauchen die Menschen hier. Ein Signal von ganz oben, dass sie nicht alleine sind. Die größte Naturkatastrophe der Nachkriegsgeschichte darf so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Der Wiederaufbau hier im Ahrtal. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Ich kann nur hoffen, dass die Politik sich dessen bewusst ist. Meine Fahrt geht über Ahrweiler weiter bis Heimersheim und später über Sinzig, dann noch bis zur Rheinmündung. Der Tag neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Ich muss mich ranhalten und das ist nicht leicht. Der Radweg direkt an der Ahr ist zerstört. Über Heimersheim fahre ich weiter Richtung Sinzig. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Stellenweise muss ich sogar schieben, weil hier nichts mehr so ist, wie es mal war. Kurz vor Sinzig treffe ich Manfred Ruch. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Rheinzeitung und lebt hier. Mit ihm fahre ich die letzten Kilometer bis zur Rheinmündung. Nach 3 Tagen bin ich am Ziel. Der Ahrradweg. Von der Quelle in Blankenheim bis zur Rheinmündung hier bei Sinzig. Ich habe unglaubliche Schäden, das ist der letzte hier, auf meiner Reise gesehen. Und das wird Jahre dauern, das wieder aufzubauen. Was brauchen die Menschen, um auch diese emotionalen Schäden zu verarbeiten? Also ich sage mal, was die Menschen brauchen, um überhaupt eine Perspektive zu sehen. Ich glaube, die brauchen auf vielen Ebenen Vertrauen. Die brauchen Vertrauen darin, dass beispielsweise die Gelder fließen. Die brauchen Vertrauen darin, dass man nicht über ihre Köpfe hinweg das Ahrtal neu überplant und sie mit ihren Bedürfnissen nicht zu Wort kommen. Und sie brauchen vor allen Dingen auch ein tiefes Gefühl neuer Sicherheit im Ahrtal. Das betrifft zum einen den Katastrophenschutz an sich, wie muss der aufgestellt sein. Und ich brauche ein glaubwürdiges Hochwasserschutzkonzept, das möglichst solche gewaltigen Katastrophen auch so abmildert, dass das in dieser Form nicht mehr passiert. Die Bilder der Zerstörung haben sich in mein Gedächtnis gebrannt. Die wunderschöne Landschaft aber auch. Auch wenn der Ahrradweg in weiten Teilen nicht mehr zu fahren ist, hat sich meine Reise gelohnt.
3 Tage war ich jetzt unterwegs im Ahrtal. Von Blankenheim, der Quelle, bis hierhin zur Ahrmündung am Rhein. Ich habe unglaubliche Zerstörungen gesehen. Ich habe Menschen getroffen und auch kennengelernt, die sich von diesen Zerstörungen nicht unterkriegen lassen wollen. Und das wird noch ganz viel Arbeit werden. Und es ist nicht nur meine, sondern auch unsere Aufgabe von uns allen, von der gesamten Gesellschaft, dass wir diese Menschen eben nicht im Stich lassen, dass wir sie nicht alleine lassen, damit das Ahrtal und auch die anderen Flutgebiete nicht untergehen.